Die Bundesregierung in Berlin will Menschen mit mittleren und kleinen Einkommen finanziell entlasten. Im Koalitionsvertrag ist dieses Vorhaben bereits fest verankert. Doch was bedeutet diese geplante Einkommensteuerreform konkret für die Beschäftigten, die jeden Tag ihren Dienst leisten? Werfen wir einen Blick auf die wirtschaftliche Realität im Handwerk und im Dienstleistungssektor. Ein Friseurmeister oder ein Angestellter im Handwerk verdient in Deutschland oft ein Bruttogehalt von rund 2.400 € im Monat. Das ist kein Gehalt, mit dem man im aktuellen Umfeld große Sprünge machen kann. Viele Beschäftigte in diesen Branchen betonen, bei größeren Anschaffungen muss man sehr lange hinarbeiten und eisern sparen. Doch genau für diese Millionen Beschäftigten der Mittelschicht gibt es nun einen neuen Hoffnungsschimmer. Im Rahmen der geplanten Einkommensteuerreform soll vor allem die Steuerlast für untere und mittlere Einkommensgruppen spürbar gesenkt werden. SPD-Chefin Bärbel Baas hat hierzu bereits eine konkrete Zielmarke genannt. Sie fordert eine Entlastung von mindestens 500 € mehr pro Jahr für die betroffenen Bürger. Laut aktuellen Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft könnte diese Unterstützung für Einkommen bis zu maximal 3.500 € brutto im Monat gelten. Damit würde diese Reform einen riesigen Teil der arbeitenden Bevölkerung direkt erreichen, vom Handwerker bis zur Servicekraft. Doch bei der konkreten Umsetzung im Bundestag gibt es noch heftige Diskussionen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat für diese umfassende Reform bereits 2 verschiedene Konzepte vorgelegt. Allerdings stehen konkrete Entlastungsbeträge derzeit noch aus, wie ein Sprecher des Ministeriums erläutert. Das primäre Ziel der Bundesregierung sei es zunächst einmal, die Menschen spürbar zu entlasten. Wie groß das finanzielle Volumen am Ende tatsächlich sein wird, hängt vor allem von einer entscheidenden Frage ab. Wie wird das Ganze gegenfinanziert? Woher kommt das nötige Geld für die Entlastung der Steuerzahler? Genau dieser Punkt sorgt aktuell für massiven Streit innerhalb der Regierungskoalition. Die SPD würde die geplante Reform gerne über eine Erhöhung der sogenannten Reichensteuer für Spitzenverdiener finanzieren. Die Union hingegen hatte ihren Wählern versprochen, dass es mit ihr keinerlei Steuererhöhungen geben wird. Doch in dieser harten Haltung deutet sich nun eine Kehrtwende an. Der Generalsekretär schließt eine höhere Besteuerung sehr hoher Einkommen unter bestimmten Bedingungen nicht mehr aus. In einem Statement hieß es: Ich kann das nicht ausschließen. Nur, ich bin sehr hart in der Aussage, dass wir den Mittelstand und das Handwerk nicht zusätzlich belasten dürfen. Während die Politik noch um die Finanzierung ringt, sorgen viele Beschäftigte im Dienstleistungssektor längst selbst vor. Sie versuchen, monatlich Geld beiseite zu legen, um auch im Alter mit einer kleineren Rente gut über die Runden zu kommen. Wenn Sie keine Updates verpassen wollen, abonnieren Sie jetzt unseren Kanal. Damit